Einen wunderschönen guten Morgen, Servus und Hallo zu einer neuen Folge hier beim Baustellen-Update. Ich bin der Markus und mit 26 Jahren stürze ich mich auf meinen ersten Hausbau in Österreich im Salzkammergut. In nur 5 Wochen wurde das Containerdorf, also die Baustelleneinrichtung inklusive dem Kran aufgebaut. Es wurde der Hang des zukünftigen Carport-Gebäudes ausgegraben, die Bestandsmauer weggestemmt, das Fundament gegraben, betoniert und als Baustellenstraße eröffnet. Ebenso wurde die Stützmauer dahinter platziert sowie betoniert. Und das ist noch lange nicht alles. Es wurde der komplette Aushub des Hauptgebäudes gemacht. Mit dem Carport-Gebäude reden wir von 1000 Kubikmetern Erdmasse. Wir sind sogar schon so weit, dass das komplette Fundament sowie Bodenplatte inklusive Bewehrungen fertig ist. Ich bin jetzt gerade nach Bad Gäusern zurückgekommen, war gestern nicht da und jetzt komme ich zu dem zurück, sowohl auf der Längsseite hinten, machen wir so, links und auch rechts. Wunderschöner Tag, bin gespannt, was der Mani mir da zu erzählen hat. Naja, weiter geht's im Video. Seit Dienstag hat sich einiges getan. Heute gibt es ein Update auf der Baustelle, wie es jetzt ausschaut, was jetzt die letzten Tage passiert ist. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil wird der Ausblick sein, was die Woche noch passieren soll und was jetzt gerade gemacht wird. Das wird aber mein Polier dann im Detail erklären. Wir starten diesmal einmal woanders und zwar beim offiziellen Teil der Baustelle und zwar da unten. Thema Baustellensicherheit mit dem Helm am Start, genauso wie auch die Mannschaft, versteht sich. Und das ist jetzt der offizielle Start von der Baustelle. Ich weiß nicht, ob ihr hinten das Schalungselement vom Kran seht, das gerade getragen wird, wahrscheinlich nicht. Egal, da kommen wir jetzt gleich dazu. Dieser Teil ist der Steinwurf vom Elternhaus, wo dahinter dieser wunderschöne gewachsene Nussbaum steht. Das wird alles im Bestand bleiben, da wird sich nichts verändern. Und ab dem Teil da vorne startet eigentlich die Baustelle. Wir hatten jetzt die letzten Tage sensationelles Wetter, wirklich sensationell. Das erste Mal 30 Grad in der Sonne, wirklich traumhaft. Dementsprechend super Fortschritt, es hat wirklich jeden Tag Spaß gemacht, hierher zu fahren. Ich hoffe, für die Mannschaft war es auch in Ordnung, denn die Woche war natürlich sehr viel. Okay. Er sitzt mal hören so grundsätzlich. Bisschen schief tun da auf der Seite ein weiter oben. So. Ja, besser. Besser, sehr gut. Heute ist wiederum, wie ihr sehen könnt, irgendwie der Sahara-Staub in der Luft. Es soll auch heute Abend schon wieder zu regnen beginnen und deswegen haben wir auch ein bisschen den blauen Himmel verloren an der Stelle. Dafür ist es wunderbar warm und es geht einiges voran. Ihr seht hier diesen Lagerplatz. Derzeit auch wieder genutzt natürlich für die Busse zum Parken, unter anderem auch diese Betonschalsteine. Die wurden nämlich diese Woche auch schon gesetzt und zwar vorne bei der Terrasse. Da kommen wir gleich hin, wenn wir runtergehen. Gleichzeitig ist jetzt gerade eine weitere Lieferung gekommen und zwar die ersten Ziegel. Meine Damen und Herren, es ist einfach so schön, man sieht, dass einfach was weitergeht. Und jetzt sehe ich es erst. Schaut mal hierher, komm mal hierher. Das sind meine Schiedelkamine. Ich denke, ich bin mir nicht sicher, ob das die Anschlussstücke sind, quasi von den Wohnungen hoch. Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind die grundsätzlichen, die gesetzt werden. Da habe ich gestern mit dem Manni noch im Detail drüber gesprochen. Wir haben nämlich im Haus 3 Kamine insgesamt, die natürlich jeweils dann von Wohnung zu Wohnung immer breiter werden. Das heißt, unten ist nur ein Schiedelkamin, ab dem ersten UG kommt das zweite dazu und ab dem Erdgeschoss kommt dann quasi der dritte Schiedelkamin dazu und dementsprechend auch die Fläche, die dann verwendet wird. Wir blenden euch gerne die Pläne ein. Und da muss man natürlich auch sagen oder definieren, wo die Putztüren hinkommen sollen. Und die haben eben gestern definiert, wo die dann hin sollen, damit man auch in der Zukunft hier einen Kamin anschließen kann. Denn ich werde jetzt zumindest zu Beginn noch keinen Kamin einbauen. Ich bin generell kein Freund von einem Gaskamin oder einem, wie heißen die, mit der Flüssigkeit, die man einfach so reingießt. Wie heißen die? Ethanol. Ethanol. Ich glaube schon, ja, es sind so Ethanolkamine. Ich meine, es ist besser als nichts, aber ich bin einfach kein Fan davon. Nur persönliche Geschichte. Und gleichzeitig wiederum normale Kamine. Ich wollte mir nicht zu viel Dreck hier ins Haus reinholen mit dem Holz und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Aber sie sind natürlich im Vorhinein schon mal eingebaut.
eigentlich aus nur einem einzigen Grund. Am Ende des Tages würde man das im Nachhinein einbauen, wäre es ein unglaublicher Aufwand, es würde viel mehr kosten und würde auch den Betrieb wiederum stören. Deswegen ist das gleich gemacht worden, damit das ein bisschen einfacher ist im Nachhinein. Und ja, jetzt in den letzten Tagen bin ich auf die Baustelle gekommen. Ihr habt es ja im Video am Beginn schon gesehen. Dann sind die ersten Schalungselemente der Wände schon gestanden. Zwar auf der Längsseite und links und rechts. Das sind genau die Teile, die quasi im Erdreich dann versinken werden. Deswegen sind die auch aus Beton. Danach werden alle Wände natürlich, wie hier angesprochen, geziegelt, gemauert und teilweise sind auch schon die Überleger positioniert worden, wo die dann hinkommen für die Fenster. Das zeigen wir euch dann gleich. Kannst ruhig umgehen. Lass dich nicht stören. Wir sind nur am Dokumentieren. By the way, hier ist so der Platz, wo man normalerweise eben ausnimmt, wo man eben zusammensitzt. Ist cool, weil es ist eben überdacht. Das haben wir das letzte Mal schon hier beim Auspacken von den ganzen Werbeartikeln quasi reingebracht. Und hier unten seht ihr, da ist eine kleine Fläche, wo man durchschauen kann. Und da geht es quasi zum Nachbarsgrundstück und da ist ein Feld. Und genau hier drunter verstecken sich immer die beiden Haushennen mittlerweile, die Hanna und die Lena, glaube ich, heißen sie jetzt. Die verstecken sich immer im Regen da genau drunter und letztens ist sogar ein Schaf, eine Lampe da durchkommen und meine Mannschaft hat die quasi wieder eingefangen. Stellt euch das mal vor. Also wir haben sowas wie gut Eiderbichl hier am Start. Und an der Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an unseren Sponsor, die Brandl Baufirma. Unter anderem, denn wir bekommen jetzt immer mehr Sponsoring-Anfragen, auch in unser E-Mail-Postfach. Und an der Stelle nur mal eine Einladung an jede Firma, die hier gerne ihr Produkt präsentieren möchte. Ihr seid herzlich eingeladen. Wenn es dazu passt, dann bauen wir das sehr gerne ein. Und der Teil, den habt ihr im letzten Video gesehen, das ist meine Verewigung im Fundament. Und im letzten Video hat sogar einer gesehen und tatsächlich in Frage gestellt, warum ist der Abdruck so gemacht worden? Echt aufmerksam, muss ich schon sagen. Also den Leuten entgeht überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Ja, das war eigentlich wegen der Symmetrie. Ich habe so begonnen, dann habe ich die Zahl geschrieben, die drunter auch noch. Und dann wollte ich zwingend eigentlich die zweite reingeben und deswegen ist sie so positioniert worden. Und das letzte Mal angeschnitten. Der Höhenunterschied vom Fundament und dem Fundament von der Terrasse ist auch ausgeglichen worden. Ihr seht es, es sind jetzt doch 4 Schaltsteine übereinander geworden, sind alle mit der Bewehrung nach oben natürlich noch verstärkt worden und auch betoniert. Ist auch alles diese Woche passiert. Also wirklich ein Wahnsinn, was da abgeht. Ein gutes Verhältnis bekommen jetzt auch mal zu der ganzen Größe. Wenn man da davor steht, schaut mal hoch. Jetzt befinden wir uns auf der Südseite des Gebäudes und ihr seht jetzt schon die fertige Betonwand. Im Laufe der Woche ist nämlich da schon einiges passiert. Da ist die Bewehrung schon montiert worden, eigentlich die letzten 2 Tage hinweg. Verdammt viel Arbeit, wie gesagt, also bei der Hitze natürlich schon sehr, sehr kräftezehrend und echt der Respekt an die Mannschaft. Und ihr seht jetzt von der Seite bereits die Betonwand, weil die erste Schalung bereits weggehoben worden ist. Die kommt jetzt quasi Stück für Stück weg, weil die schon selbsttragend ist, weil sie schon trocken ist, wie ihr sehen könnt. Und hier unten seht ihr 2 Auslässe. Dieser Auslass führt zur Fäkalienhebeanlage. Die wird nämlich genau ungefähr hierher kommen, wo ich bin, beziehungsweise vielleicht ein bisschen weiter unten. Deswegen, weil es sich vom Gefälle des Gebäudes nicht ausgeht, dass wir zum Kanal hinkommen. Deswegen werden alle Abwässer bzw. fäkalienhaltige Abwässer in diesem Behälter gesammelt werden. Ich glaube, zerhäckselt werden sie da drinnen auch noch und dann werden sie eben zeitlich abgestemmt, jeweils hochgepumpt auf das Niveau des Kanaldeckels bzw. des Kanalanschlusses. Der Deckel ist ja nur der oberste Teil, da geht es ja dann, je nachdem wie tief der Kanalanschluss ist, geht es dann eben noch runter. Deswegen haben wir hier eine Fäkalienhebeanlage. Dann hier darunter, ich hoffe, ihr habt die beiden jetzt nicht verwechselt, dass das nicht die Luftwärmepumpe ist. Es kann nämlich sein, dass das die Luftwärmepumpe ist. Ja, ich korrigiere mich sonst im Nachhinein. Und die Luftwärmepumpe kommt dann hier quasi drunter hin. Auf ein kleines Fundament, ist nicht sehbar vom Fenster, wenn man da rausschaut, und darunter kommt dann noch der Sickerschacht rein. Das wird alles noch auf dieser Seite dann gemacht werden. Vor mir steht
schon einiges gelagert. Das ist nämlich ein Zwischenfundament, das gemacht worden ist. Da ist witzigerweise eine von den beiden Hennen oder beide drinnen herumgelaufen. Letztes Video hat es ja nicht reingeschafft. Ich schmeiße euch die Aufnahmen rein. Und ihr seht ein paar Dinge hier. Das zum Beispiel ist schon die erste Fuhr Überleger. Für die Leute, die es nicht wissen, was das ist eigentlich nichts anderes als ein statisches Element, was im Rohbau über jede Öffnung drüber kommt. Sei es jetzt eine Tür, sei es jetzt ein Fenster, eigentlich überall. Und ist auch schon eingeplant worden hier in der kompletten Betonwand. Also das kann ich euch dann später zeigen. Da ist extra ausgeschaltet worden, dass quasi die eine Seite von den Überlegern bereits in der Betonwand eingesetzt werden kann und die andere kommt dann quasi auf die Ziegel drauf. Und das ist, denke ich, das darf der Mörtel sein oder ein Kleber, nehme ich mal an. Ich habe mir kurz gedacht, das könnte vielleicht das Aggregat sein. Wir hatten nämlich diese Woche mal kurz keinen Strom. 11 Uhr bis 14 Uhr oder so hatten wir keinen Strom. Und das hat natürlich mein Polier gewusst. Der ist kontaktiert worden und informiert worden und hat dann schnell ein Aggregat besorgt. Der Dieselaggregat ist quasi immer was weitergegangen. Strom war auch immer vorhanden. Also wunderbare Geschichte von vorne bis hinten. Und wenn wir schon beim Polier sind, ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal direkt mit dem Mani, der uns jetzt erzählt, was jetzt gerade gemacht wird und was diese Woche noch passieren soll. Mani, jetzt kurz mal Sekunden. Oder ist blöd? Ja, wird schon geil, oder? Na, musst du sagen. Ich bin ein fester Bursch drauf, oder? Ja, sicher. Aber vielleicht kriege ich einen neuen Helm, weißt du? Ja, warte mal, lass sie da mal vorbei, ja. Was ist das? Nein, die andere, ja, ist wurscht, nimm die mit. Für Interviews haben wir eigentlich nicht vorbereitet, aber weißt du, das ist alles so Geschichte. Okay, Mani, was macht ihr jetzt gerade und was ist jetzt die kommende Woche noch geplant? Beziehungsweise was steht am Agenda so grundsätzlich? Mal ausschalten, alles putzen, sauber machen, dann unten die Bodenplatten abdichten. Dann nächste Woche am Montag die Abdichtung von der Außenmauer und dann fangen wir eigentlich das Mauern an, dass wir nächste Woche am Donnerstag die Decken abbeinigen können. Also nächste Woche Donnerstag? Am Donnerstag sollte die Decken, wenn das Wetter mitspielt. Okay. Das war halt mein Ziel. Oder auch dein Ziel. Ja. Es ist echt schwer zum Vorstellen, aber ich glaube das natürlich. Also ja, von dem her. Schaust geil, für die Sorge schon. Züge sind ja jetzt gerade zuerst gekommen, habe ich gesagt. Ja, morgen kommt ein ganzer Hängerzug voll Ziegel. Dann okay. werden wir unten einmal ansetzen, die erste Show einmal mit den Betonziegeln und da werden wir die erste Show genau einrichten, dass wir auf meinem Planziegel ein Thema machen können. Und ich vermute mal, wir werden nächste Woche am Mittwoch fertig werden. Dann werden wir die zwei Unterzüge noch betonieren, zugleich gleich die Terrassen fertig machen, dass wir auf da auch wieder weiterkommen und am Donnerstag nächste Woche in der Früh kommt die Fertigtätigen. So sollte das eigentlich funktionieren, dass wir da oben noch sind. Ihr habt es gehört. Ja, ich habe das ja gestern schon gesagt, also die Leute sind wirklich begeistert, wie schnell das geht. Super, also viele Leute kommen ja nicht von dem Metier, sage ich jetzt mal, vom Bau generell. Viele Leute haben wir wirklich noch nie eine Baustelle eigentlich wirklich erlebt. Das ist eigentlich eine coole Geschichte. Viel Lob kann man an der Seite. Super, ich nehme es natürlich nicht an mich, sondern ich gebe es natürlich weiter. Danke. Na gut, dann möchte ich dich nicht weiter aufhalten. Dann haben wir Donnerstag fertig sein. Ja, genau, dass das ausgeht. Dann servus, Mani. Ja. Besten Dank. Ja. Wunderbar. Jetzt habe ich ein Pech auf mein Leib oben, meine Damen und Herren. Vom feuchten Holz habe ich da gerade ein Pech am Leib. Das ist nichts. Na gut, also ihr habt es gehört, die Worte von Mani. Es soll nächste Woche Donnerstag bereits die erste Decke fertig drauf sein. Ich bin gespannt, ihr könnt auch gespannt sein. Das nächste Update kommt diese Woche und zwar wieder von der First Person View. Und wir hören uns morgen. So, liebe Leute, herzlich willkommen zu der First Person View. Heute ist es einen Tag später, wie ihr sehen könnt. Das Wetter ist jetzt nicht sensationell. Es ist auch ein bisschen kälter geworden und gestern ist nochmal ein Schauer reingezogen, quer durch das Salzkammergut und zwar extrem, dadurch, dass es hier zu heiß war und ja, das hat einiges ein bisschen verschoben, denn der Polier Mani, der wollte nämlich noch am Abend die Beschichtung auf die Rückwand der Betonelemente anbringen und auch auf den Fußboden bzw. auf das Fundament, auf die Bodenplatte. Das ist so eine Beschichtung wie die hier, dass ihr das sehen könnt. Das ist so eine Beschichtung wie die hier. Und die braucht natürlich Zeit zu trocknen. Und deswegen wollte er das unbedingt noch gestern Abend machen. Aber dann ist der Regenschauer dazwischen gekommen. Musste quasi immer wieder mal pausieren und war dann am Ende des Tages bis 10, 11 Uhr auf der Baustelle, also gestern am Donnerstag. Heute ist Freitag, ist ja lange Woche. Ich habe es ja das letzte Mal schon erklärt, ich habe mal eine kurze und lange Woche. Und die Woche ist quasi eine lange. Und es wurden jetzt wieder einige Ziegel heute schon angeliefert. Die angesprochene
größere Fuhr an Ziegeln. Das waren 2 Lastwagen dann an der Stelle. Ich kann euch gerne ein paar Aufnahmen reinschmeißen. Und ihr hört es vielleicht auch schon im Hintergrund, wenn das Audio das aufnimmt. Da ist nämlich schon der Dackel am Flemmen. Ich habe gerade vorher auch noch ein paar Aufnahmen gemacht dazu. Das ist nämlich jetzt die Pappschicht, die quasi auf diese schwarze Beschichtung draufkommt. Die wird geflammt, dass sie auch tatsächlich dann hält. Und so funktioniert das. Und es geht einiges weiter. Heute sind sie bis 5 Uhr dann da. Und der Josef, wie angesprochen, ist heute nicht da. Der ist nämlich gerade in Wien unterwegs mit dem ganzen Kameraequipment. Von dem her mache ich das auf diese Art und Weise. Jetziger Stand der Dinge, mit dem werde ich jetzt noch die letzten Aufnahmen aufnehmen, damit ihr wieder einen guten Einblick bekommt, was ich jetzt noch getan habe. Jetzt ist es ungefähr Mittag, geht es jetzt noch den ganzen Tag weiter. Jetzt gerade Mittagspause. Ihr seht hinter mir, ist alles grundsätzlich geflammt worden, die Hälfte schon davon. Es ist schon aufgeschüttet worden vorne bei der Terrasse. Und das ist dann die Basis, da kommt dann nochmal der Beton drauf. Verlängerung vom Fundament dann quasi. Und so geht es dann weiter. Dann kann ich an der Stelle nur mehr eins sagen. Danke fürs Zuschauen. Macht es gut. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und dann hören wir uns nächste Woche. Macht es gut. Servus.